Im Jahr 1957. Am Tonantzintler-Observatorium in Mexiko entdeckten Astronomen einen seltsamen blassvioletten Lichtpunkt am Himmel. Sie gaben ihm die Bezeichnung TON 618. Nur eine ungewöhnliche Lichtquelle in einem Katalog. Ein winziger Punkt, ein kaltes Kürzel. Niemand ahnte, dass dieses winzige Objekt zu den größten Monstern gehörte, die der Mensch je im Universum entdeckt hat. Erst viel später, als Wissenschaftler begannen, seine Radiosignale und sein Spektrum genauer zu analysieren, kam die Wahrheit ans Licht. Das war kein Stern. Das war ein extrem leuchtkräftiger Quasar. Eine gigantische kosmische Maschine mit einer Rotverschiebung von Z gleich 2,219. Unfassbar weit entfernt, unfassbar gewaltig und so absurd, dass die menschliche Intuition es kaum begreifen kann. Das Licht, das wir heute von TON 618 sehen, hat das Objekt tatsächlich schon vor etwa 10,8 Milliarden Jahren verlassen. Mit anderen Worten, was du da siehst, ist nicht seine Gegenwart. Rechnet man mit der heutigen mitbewegten Entfernung, dann ist TON 618 ungefähr 18,2 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das klingt völlig widersinnig, oder? Denn das Universum ist doch nur etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Aber der Grund dafür ist, dass sich der Raum während der gesamten Reise dieses Lichts weiter ausgedehnt hat. Das Licht durchquert nicht einfach nur eine feste Strecke. Diese Strecke selbst wird dabei immer größer. Wenn du also TON 618 ansiehst, dann siehst du nicht sein heutiges Ich. Du blickst auf einen uralten Geist, ein Leuchtfeuer aus einer Zeit, in der das Universum noch sehr jung war. Doch die Entfernung ist noch nicht das Erschreckendste. Was TON 618 zur Legende macht, ist seine Helligkeit. Seine absolute Helligkeit liegt bei ungefähr minus 30,7. Seine gesamte Strahlungsleistung wird auf rund 4 mal 10 hoch 40 Watt geschätzt. Einfacher gesagt, etwa 140 Billionen Mal so hell wie unsere Sonne. Nicht 140 Milliarden, sondern 140 Billionen. Ein einzelnes Objekt. In einer Entfernung, die fast jede Vorstellung sprengt. Und trotzdem leuchtet es wie eines der mächtigsten Leuchtfeuer, das die Menschheit je im gesamten Universum gesehen hat. Aber hier gibt es einen entscheidenden Punkt. Nicht das schwarze Loch selbst leuchtet. Schwarze Löcher leuchten nicht. Was leuchtet, ist die Materie, die in es hineinfällt. Gas, Staub, Plasma, Trümmer aus den Tiefen des Alls. All das wird in Richtung Zentrum gerissen. Dort bildet sich eine gigantische Akkretionsscheibe, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit dreht. Wenn diese Materieschichten zusammenstoßen, aneinander reiben und sich im extremen Gravitationsfeld gegenseitig zusammendrücken, steigt die Temperatur explosionsartig an. Strahlung bricht hervor. Licht wird mit gewaltiger Intensität in vielen Wellenlängen ausgesandt. Genau deshalb kann ein Quasar wie TON 618 so hell strahlen, dass er sogar seine eigene Wirtsgalaxie überblendet. Das Licht im Zentrum ist so stark, dass die umgebende Galaxie in unserem Blick fast verschwindet. Und dann kommt der wirklich furchteinflößende Teil, die Masse. Je nach Berechnungsmethode könnte das zentrale schwarze Loch von TON 618 zwischen 40,7 Milliarden und 66 Milliarden Sonnenmassen besitzen. Die NASA nennt häufig einen Wert von rund 66 Milliarden Sonnenmassen. Und selbst wenn du die kleinere Zahl nimmst, also 40,7 Milliarden, bleibt es immer noch ein Gravitationsmonster, das jede Größenordnung sprengt, in der wir normalerweise denken. Zum Vergleich: das schwarze Loch Sagittarius, A-Stern im Zentrum unserer Milchstraße, besitzt nur etwas mehr als 4 Millionen Sonnenmassen. TON 618 wäre damit nach der größeren Schätzung etwa 15.300 Mal massereicher. Das ist kein Unterschied mehr.
Das ist die völlige Zerstörung jedes Gefühls für Größenverhältnisse. Manche Zusammenfassungen weisen sogar darauf hin, dass diese 66 Milliarden Sonnenmassen in bestimmten Modellen möglicherweise die gesamte Sternmasse der Milchstraße übertreffen könnten. Kurz gesagt, TON 618 ist nicht einfach nur riesig. Es liegt am äußersten Rand dessen, was wir überhaupt noch als gigantisch bezeichnen können. Doch die Masse ist noch nicht der letzte Schlag. Was einem wirklich den Atem raubt, ist seine physische Größe. Nimmt man 66 Milliarden Sonnenmassen an, dann liegt der Schwarzschildradius von TON 618 bei etwa 1300 astronomischen Einheiten. Das entspricht fast 194 Milliarden Kilometern oder ungefähr 0,0206 Lichtjahren. Und vergiss nicht, das ist nur der Radius. Das bedeutet, dass der Durchmesser des Ereignishorizonts bei fast 388 Milliarden Kilometern liegt. Selbst mit der niedrigeren Schätzung von 40,7 Milliarden Sonnenmassen läge sein Radius noch bei etwa 800 astronomische Einheiten, also ungefähr 120 Milliarden Kilometern. Egal welchen Wert du nimmst, es bleibt nahezu unvorstellbar groß. Zum Vergleich: Pluto umkreist die Sonne in einer mittleren Entfernung von nur einigen Dutzend astronomischen Einheiten. Der Radius von TON 618 könnte dagegen bis zu 1300 astronomische Einheiten betragen. Also mehr als 60 Mal so groß wie die Entfernung zwischen Pluto und der Sonne. Die NASA beschreibt sogar, dass sein beobachteter Schatten so gewaltig ist, dass selbst ein Lichtstrahl mehrere Wochen brauchen würde, um ihn zu durchqueren. Denk einmal darüber nach. Wir sprechen hier von einer Gravitationsstruktur, die so groß ist, dass nicht einmal das Licht, das schnellste im Universum, sie auf eine Weise durchqueren kann, die man noch als schnell bezeichnen würde. Als Astronomen das Spektrum von TON 618 genauer untersuchten, entdeckten sie außerdem ungewöhnlich breite Emissionslinien. Allein die Daten der H-Beta-Linie deuten darauf hin, dass sich das Gas in der breiten Emissionsregion mit einer Geschwindigkeit von etwa 10.500 Kilometern pro Sekunde bewegt, nicht pro Stunde, pro Sekunde. Das sind Millionen von Kilometern in nur wenigen Minuten. Solche Geschwindigkeiten treten nur auf, wenn Materie unter dem Einfluss eines unfassbar starken Gravitationsfeldes rast. Ganz in der Nähe eines Objekts mit nahezu unvorstellbarer Masse. Und genau aus diesen extremen Geschwindigkeiten konnten Wissenschaftler rückwärts auf die Masse des Monsters schließen, das darunter verborgen liegt. Aber TON 618 ist damit noch nicht am Ende. Es ist außerdem mit einem gigantischen Lyman-Alpha-Blob verbunden. Dazu kommt eine kalte Gasregion, die sich über 100 Kiloparsec rund um den Quasar erstreckt. 100 Kiloparsec entsprechen etwa 326.000 Lichtjahren. Das bedeutet, neben dem zentralen schwarzen Loch und der gleißend hellen Akkretionsscheibe sitzt TON 618 noch in einer gewaltigen Gasumgebung, die größer ist als der Durchmesser vieler großer Galaxien. Wenn man also über TON 618 spricht, spricht man nicht nur über ein schwarzes Loch, man spricht über ein ganzes kosmisches Ökosystem. Gewalttätig, gleißend und gigantisch. Doch es gibt noch etwas, das Astronomen fast mehr beunruhigt als all diese Zahlen. Ein Objekt wie dieses dürfte eigentlich nicht so schnell so groß geworden sein. Nach den üblichen Modellen wird das Wachstum eines schwarzen Lochs durch die Eddington-Grenze beschränkt. Das bedeutet, wenn zu viel Materie zu schnell hineinfällt und dabei zu viel Strahlung erzeugt wird, dann beginnt genau diese Strahlung weiteres Material wieder nach außen zu drücken. Dadurch verlangsamt sich die Akkretion. Einfach gesagt, ein schwarzes Loch kann nicht unbegrenzt immer weiter fressen, als wäre das problemlos möglich. Und doch war TON 618 schon sehr früh in der Geschichte des Universums ein kosmisches Monster. Denn das Licht, das wir heute sehen,
wurde bereits vor mehr als 10 Milliarden Jahren ausgesandt. Das zwingt Wissenschaftler dazu, sehr extreme Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Vielleicht entstanden solche schwarzen Löcher aus bereits enorm massereichen Samen. Vielleicht durchliefen sie Phasen extrem heftiger Akkretion, die weit über das hinausgehen, was das Standardmodell beschreibt. Oder vielleicht verstehen wir bis heute noch immer nicht vollständig, wie die ersten Monster des Universums überhaupt wachsen konnten. Und wenn du dich Ton 618 nähern würdest, dann wäre Einsteins allgemeine Relativitätstheorie keine Formel mehr aus einem Lehrbuch, sondern eine Frage des Überlebens. Je tiefer du in sein Gravitationsfeld eindringst, desto langsamer vergeht die Zeit für dich. Ein Beobachter in großer Entfernung würde sehen, wie deine Uhr immer langsamer läuft. Das Licht, das du aussendest, würde ins Rote verschoben. Es würde dunkler werden, schwächer, verblasster. Für einen äußeren Beobachter würdest du direkt am Ereignishorizont wie eingefroren wirken. Doch für dich selbst würde alles weitergehen, ganz normal, ohne Unterbrechung, bis es keinen Weg zurück mehr gibt. Weil es sich hier um ein supermassereiches schwarzes Loch handelt, könnten die Gezeitenkräfte am äußeren Rand dich vielleicht nicht sofort zerreißen, wie es bei kleineren schwarzen Löchern der Fall wäre. Aber je tiefer du hineingerätst, desto stärker wird der Unterschied in der Gravitation, bis schließlich jede Form von Struktur kapitulieren muss. Dieses Phänomen nennt man Spaghettifizierung. Man wird gedehnt wie eine einzelne Nudel. Und das Verstörendste an TON 618 ist vielleicht, wie gewöhnlich alles angefangen hat. Am Anfang sahen die Menschen nur einen kleinen violetten Punkt auf einer astronomischen Aufnahme. Ein Lichtpunkt. Ein Katalogeintrag mit der Nummer 618. Mehr nicht. Doch hinter diesem winzigen Lichtpunkt verbarg sich ein Quasar, der so hell ist wie 140 Billionen Sonnen. Ein schwarzes Loch mit zig Milliarden Sonnenmassen. Ein Ereignishorizont mit einer Ausdehnung von hunderten Milliarden Kilometern. Ein Objekt so weit entfernt, dass sein Licht mehr als 10 Milliarden Jahre gebraucht hat, um die Erde zu erreichen. Und das Zentrum einer gigantischen Gasumgebung, die sich über Hunderttausende von Lichtjahren erstreckt. Spätestens an diesem Punkt ist TON 618 nicht mehr einfach nur ein astronomisches Objekt. Es ist eine kalte, erschütternde Erinnerung daran, dass da draußen im Universum Dinge existieren, die viel größer sind als alles, was sich der menschliche Verstand wirklich vorstellen kann. Und vielleicht ist TON 618 nur eines von ihnen.